Irgendwo in Deutschland befindet sich diese Millionenvilla. Umgeben von einem üppigen, aber verwaisten Garten erhebt sich ein einst prächtiges Millionenanwesen wie ein vergessener Traum aus vergangenen Tagen. Die majestätische Architektur, einst Zeuge von Glanz und Reichtum, steht nun stumm im Tageslicht, von der Zeit und Vernachlässigung gezeichnet. Doch mitten in der Ruhe des Anwesens erklingt ein unheimliches Glockenspiel. Die Spieluhr einer längst vergangenen Zeit, die noch immer ihre geisterhaften Melodien intakt hat. Diese Spieluhr gibt es im ganzen Haus hier irgendwie so einen gruseligen Touch. Stellt euch vor, ihr seid alleine hier im Dunkeln und auf einmal geht diese Spieluhr los. Boah! Alter! Oh. Sind das Blutspritzer oder was ist das? Dies ist die Geschichte eines verlassenen Ortes, wo das Sonnenlicht auf die Schatten der Vergangenheit fällt. Komm mit und erkunde mit mir zusammen diese verlassene Millionenvilla. Fangen wir mal direkt in diesen Raum hier an. Hier ist auch schon eine große Rundcouch. Wir haben hier noch so ein altes Monopoly-Spiel von, weiß ich nicht wann. Auf jeden Fall das ist schon die ältere Version. Wie man sehen kann, haben wir so einen Legostuhl aus Vollleder und diese alten rustikalen Schränke und Tische hier. So hier hinten in der Ecke. Auf dem Tisch liegen noch sehr viele persönliche Unterlagen. Da ich jetzt mal nicht dran. Und Kartons voller Bücher. Auf dem Tisch haben wir noch alte Fotos von den Personen, die mal gewohnt haben wahrscheinlich. Karnevalsfotos. Also schätze ich mal, dass er auch mal im Karnevalsverein war. Er hatte wohl ein Herr und eine Frau, also ein älteres oder ein Ehepaar drin gewohnt. Ich schätze mal, dass das hier irgendwie sowas wie Büro oder sowas in der Art war, dieser Raum. Und scheinbar sind auch ziemlich belesene Leute. Abenteuer Weltall, das Licht, in dem wir leben, des Feuers Macht. Und auch viele Unterlagen sind schon, wie ihr sehen könnt, auf dem Boden gelandet. Dann gehen wir mal weiter. Das ist die Eingangshalle. Mit einer schönen Turmuhr. Dann läuft leider aber nicht mehr. Das ist ein ehemaliges Schlafzimmer. Hier sieht man das Bett stehen. Die wahrscheinlich alte Klimaanlage. Eine sehr alte Klimaanlage. Einen Flachbildfernseher mit einem Retro-Stuhl. Sieht auch irgendwie, hat das was. Haben wir hier gerade noch alte Groschen, 10 Groschen. Schauen wir mal kurz hier hinter. Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Eine alte Sonnenbank. Krass. Sieht auch noch nicht so krass benutzt aus, das Ding. Ja, das heißt, schon wohl auch auf Körperbräunung. Aber das wird wahrscheinlich sehr, sehr viel Strom gefressen an das Ding. Bevor wir da reingehen, haben wir auch noch ein altes Klavier. Das funktioniert natürlich nur mit Strom. Klavier ist, glaube ich, das ist eher ein Piano oder sowas in der Art. Und hier haben wir das nächste Zimmer. Das sieht für mich so aus wie halb Büro, halb Toilette. Auf der rechten Seite sehen Toilette und Waschbecken. Das Wasser noch. Geht gar nicht mal hoch. Und wenn wir links gucken, ja, ein paar Tische und sehr viele Klamotten, die irgendwie alle durcheinander gewürfelt sind. Ich mag den Keller sehr, sehr gerne. Diese ganzen Kisten, die ihr seht, sind alle voll. Und das ist gar kein Keller. Das ist der alte Lagerraum, ein Vorratsraum. Wir haben hier überall noch Dosen stehen und den guten Goldsaft. Ein bisschen Honig, Kirschen und so was. Und der alte Weinvorrat. Und hier auch noch ziemlich viele Flaschen rum. Theoretisch könnte man die mit Sicherheit noch trinken. Aber ich bin ja eh nicht so der Weintyp, von daher. Ich mag ja so Whiskys. Würde ich aber trotzdem nicht mitnehmen, weil gibt schlechtes Karma. Und das macht man natürlich nicht. Wenn ihr Sachen mitnehmen aus dem Lost Place, das geht einfach nicht. Die Mayonnaise hier sieht doch besonders lecker aus. Hier sind noch irgendwie Nudeln oder was? Ne, was steht da drin? Klauden? Auf jeden Fall steht hier 8/2007 als Datum. Schauen wir uns mal weiter nach dem Datum hier. Vielleicht finde ich irgendwas, was ich auch anfassen möchte. Oh, das ist hier noch gar nicht so lange, ne? 10/2018. Die guten Bockwürstchen sind am 7.12.2017 abgelaufen.
Wir sind jetzt aus dem Lagerraum raus. Ja, und hier oben haben wir, was einer auffällt, sofort einen geilen alten Kickertisch. Früher konnte ich mal recht gut kickern. War so der Kneipenkicker-Typ. Der Ball ist sogar noch da. Ja, auf Mittelpunkt gelegt. Bevor wir da hinten weitergehen, Paul und Heiko sind da gerade da, gehen wir nochmal hier in diesen dunklen Raum. Dazu müssen wir hier dran vorbei. Die alten Tassen, Teller sind alle noch da. So wie die Porzellanfiguren. Dann gehen wir weiter. Ja, hier ist schon wieder ein bisschen dunkler. Garage, Abstellraum auch oder sowas. Hier liegt allerlei Krams rum. Das ist noch so eine alte Mikrowelle da vorne. Und weiter geht's ja. Nicht viel, außer eine Tür. Was ist dahinter? Ah, die ist zu. Schade. Mich interessiert gerade sehr stark, was hinter dieser Tür ist. Vielleicht kommen wir von der anderen Seite irgendwie da rein. Mal schauen. Hier haben wir auch noch einen Abstellraum, beziehungsweise Heizungsraum. Und die Heizung ist noch gar nicht so alt. Das sieht für mich schon wie so eine neuere Variante von einer Heizung aus. Da oben haben wir noch ein bisschen Wäsche hängen und eine alte Tischtennisplatte. Ein Teil davon. Haben wir noch ein Klavier stehen, altes. Funktioniert aber leider auch nicht mehr. Ja, kurz durch diesen Raum. Hier geht es nämlich auch nochmal nach oben. Wenn das alles so durcheinander ist, zeige ich euch das mal von hier oben. Wie die Schränke hier krass ausgeräumt wurden, ist heftig. So, und das hier ist wohl auch ein Abstelldachboden. Hier liegt auch wieder allerlei Krimskrams rum. So ein typischer Dachboden halt mit alten Klamotten. Ne? Fahrräder, 2 Stück hier oben, haben wir gesehen. Haben hier noch so ein altes Telefunken-Radio. Das ist auch schon fast museumsreif. Und der Nussknacker. Ich muss sagen, das Fenster gefällt mir irgendwie. Und passt zum Stil dieses Hauses, ja, würde ich sagen. Wir gehen auch gleich nochmal draußen gucken, dann wisst ihr, was ich meine. Und schauen wir mal kurz hier in den Raum. Der ganze Raum ist krass zugemüllt. Schon heftig. Also hier liegen so viele Klamotten auf dem Boden. Da hinten im Regal haben wir noch alles Werkzeug, verschiedene Chemikalien. Was ganz interessant ist, für mich nicht, für euch vielleicht, der alte Kühlschrank oder die alten Kühlschränke sind hier zu sehen. Da und da. So, der erste stinkt schon nicht. Boah. Alter. Oh. Luft anhalten, ich zeige es euch noch einmal. Junge. Wo kannst du raus hier? Und dann gehen wir durch den Flur in Esszimmer und Küche. Ja, bitte schauen wir so alte Schriftuhr. Vielleicht funktioniert die sogar noch. Diese Spieluhr gibt es im ganzen Haus hier irgendwie so einen gruseligen Touch. Stellt euch vor, ihr seid alleine hier im Dunkeln und auf einmal geht diese Spieluhr los. Also, da wird mir die Pumpe gehen. Haben wir jetzt hier einen alten kleinen Mikrowelle von Wähler. Hier haben wir diesmal einen leeren Kühlschrank. Hier haben wir noch Fotos von irgendeinem Familienfest. Die werde ich natürlich wieder zensieren, so wie immer. Und dieser Schrank steht auch noch voller Gläser, die alle ganz sind. Und dann in diese, wie ich finde, rustikale Küche. Mit dem übelst großen Tresen oder Arbeitsplatte, ne, wo die Frau, die hier gewohnt hat, oder auch vielleicht der Mann, das Essen immer zubereitet hat, ne, für irgendwelche Familienfeiern, Weihnachten, Geburtstage oder sonst was. Ja, und haben wir jetzt noch einen Kalender, das bestätigt unsere Annahme, dass das Ganze jetzt 2017 zuletzt bewohnt war. Dann gehen wir weiter hier in die Küche. Und
Und hier sind noch so einige Klamotten drin. Was haben wir hier? Kartoffelsalat ist ja nicht mehr drin. Das wurde als Aufbewahrungsort für Zucker benutzt. Dann haben wir hier noch ein Gerät, was ich jetzt nicht wüsste, wofür das sein sollte. Pico. Das sagt mir jetzt nichts. So ein altes Messer. Falls jetzt keiner reinkommt, haben wir schon mal eine Waffe auf jeden Fall. Auf der Fensterbank gibt es noch so ein paar zarte Haferflocken, ein paar Kaffeekannen. Der Herr oder die Dame waren auch noch Raucher. Die Kippschachtel liegt hier noch. 20 Stück, 6,30 €. Auch gemütlich finde ich diese Sitzecke. Ja. Sowas gibt es nicht oft in Hausen zu sehen. Das ist der böse Harald. Ja, er wartet, bis wir reinkommen. Oder bis ihr hier reinkommt. Oh ja. Wir gehen kurz ins Badezimmer. Mit dem riesen Spiegel. Alter Falter. Hört ihr das? Irgendwie macht das Foliengeräusche. Hier im Schrank haben wir noch so ein paar Hygieneutensilien. Das gute Opium. Ich weiß nicht, was das war. Parfüm, Deo, irgendwie sowas. Der hat Rasierer. Und noch ein bisschen Parfüm. Oh. Aber ganz ehrlich, das ist nicht meins. Das riecht so nicht mehr gut. Hier ist eine Badewanne mit Messer drin. Warum das da liegt, keine Ahnung. Das ist die Dusche. Ja, und Elektro-Installationsraum. Hier haben wir noch alte Fotos von den Bewohnern. Das ist ein Herr. Ich glaube, das ist alles der gleiche Herr. 2 Kinder. Und hier sieht man einen Soldaten. Der hat aber eine amerikanische Uniform an. Dann gehen wir weiter in den alten Schlafbereich. Bestimmt richtig Moos gekostete Dinge. Mit Radio sogar. Und integrierten Nachttischschränkchen. Alter, da ist eine tote Maus drin. Da seht ihr sie. Wir haben noch ein Foto von der Frau, die wahrscheinlich gelebt hat. Mit einem Auto, mit einem alten Mercedes, glaube ich. Wenn man die Sachen hier so ein bisschen bewegt, sind hier überall Maden darunter. Das kann natürlich gut sein, dass hier jemand verstorben ist. Hier in der Ecke liegen immer noch Klamotten rum. Da unten, ich weiß gar nicht, ob ihr es sehen könnt. Da ungefähr liegt noch irgendwie Tierhaare. Und jetzt habe ich gerade noch was entdeckt. Sind das Blutspritzer? Oder was ist das? Im ersten Augenblick sieht das aus wie Wachs oder sowas. Ich will euch ja auch keinen Quatsch erzählen. Ich gehe mal davon aus, dass es irgendwelche Wachsspritzer sind oder sowas in der Art. Ja, dann sind wir hier unten eigentlich fertig. Wir gucken mal, ob der Flur jetzt frei ist, sodass wir einmal da durchgehen können. Hier sind wir nochmal schön im Flur. Hier haben diese Flutlichter. Dann schauen wir uns den letzten Raum hier an in diesem Gebäude. Und das ist, glaube ich, das alte Büro oder sowas in der Art. Mal schauen, was wir da so finden. Nova Totvis Terrarum Sive Novi Orbis Tabla. Und Audictus gegen Blackhus oder sowas. Die alte Weltkarte. Eine alte Schatulle. Sogar noch mit Inhalt. Das wundert mich jetzt aber. War wahrscheinlich nicht so viel wert, um was mitzunehmen. Hier auf dem Tisch haben wir einen alten Brief von 16.07.1980. Da steht drin, dass die Frau in einer Reha war. Der Mann war allein zu Hause. Das Kuriose daran ist, oder das Traurige, direkt hier neben, das zeige ich euch natürlich auch nicht, liegt eine Trauerkarte, wo diese Frau gestorben ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber sowas nimmt einen dann immer mit. Und sowas dann auch noch als letzten Raum, ne? Schon ein wenig traurig, muss ich sagen. Man muss aber auch sagen, das Leben ist halt so. Das war der letzte Raum hier drin. Jetzt schauen wir uns draußen noch einmal kurz um. Was hier als erstes auffällt, ist, die ganzen Bäume, die sind hier alle gestützt. Ne? Normalerweise kennt man das hier von Locations, dass die viel mehr zugewuchert sind. Aber irgendeiner kümmert sich hier, glaube ich, noch drum. Ja, sieht auf jeden Fall so aus. Hier und wir sehen noch einen alten Mercedes. Ich glaube, das ist eine E-Klasse oder sowas. Der Motor ist alles noch vollkommen vorhanden.
Hier oben ein paar Ersatzteile. Können wir noch aufmachen. Ja, ist alles noch echt ziemlich sauber. Schön, sowas gefällt mir wirklich. Hier liegt auch noch eine Zeitung vom 16. August 2017. Vielleicht war das die letzte Zeitung, die der Herr, der hier gewohnt hat, gekauft hat. Natürlich müssen wir wieder aufpassen. Ja, vielleicht hört ihr es, ihr seht es auch, geht direkt eine Landstraße her. Und deswegen gehen wir doch erstmal hier weiter. Wir haben noch so eine alte Hollywood-Schaukel aus Holz. Das ist natürlich schon komplett eingewachsen. Und jetzt gehen wir nochmal in eine andere Richtung des Gartens, denn da gibt es auch noch einen alten Pool und andere Fahrzeuge. Hier ist dann alles schon wieder ein bisschen mehr zugewuchert, aber man kann noch hergehen hier. Und da haben wir den alten Pool. Das Wasser ist schon übelst brackig. Selbst die dazugehörige Pumpe ist nur da. Ja, bei 10.000 Likes gehe ich in den Pool rein. Nein. Das ist, selbst wenn ich dann, ne. Ich glaube, das ist meine Gesundheit ein bisschen wichtiger. Hier haben wir den alten Schuppen mit Rasenmähern. Das ist noch so ein Aufladegerät für die Batterien von den Dingern. Das ist der alte Powerline von Alco T1582 HDAS Bio-Kombi. Freunde, wir sind fertig mit diesem schönen alten rustikalen Haus mit dieser traurigen Geschichte, die am Ende rausgekommen ist. Ja, dass die Dame noch einen Brief zu dem Mann geschickt hat und daneben lag dann direkt schreiben, dass die Frau gestorben ist. Das Haus ist so rustikal eingerichtet, gefällt mir. Manche Möbel gefallen mir nicht so, aber jeder hat natürlich seinen eigenen Geschmack. Was mich auch noch wundert, ist, dass das Auto hier steht, der alte Mercedes. An sich war das Haus echt sehr, sehr schön. Schade, dass das ganze Ding hier so durchgewühlt ist schon mittlerweile, aber das ist halt nun mal so, ne? Kann man nichts dran ändern. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ihr gerne einen Daumen da und ein Abo. Und ansonsten bleibt noch zu sagen, bis zum nächsten Video. Bleibt stabil und negativ.